Dropside Radio, der Podcast rund um Dropzone, Dropfleet und allem, was dazugehört. Moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Heute nehmen wir uns die neuen Shaltari Battlecruiser vor und die Schiffe, die sich bei den Shaltari geändert haben. Und wie immer mit am Start ist der liebe Harald. Hallo. Der liebe Stefan. Moin. Und als Gast heute haben wir den lieben Martin dabei. Moin Martin. Martin, du bist Shaltari-Spieler. Erzähl uns mal kurz ein bisschen was über dich, damit die Leute wissen, wer du bist. Ja, wie schon gesagt, bin Martin, bin relativ neu dabei, habe mit Shaltari angefangen, bin deswegen auch hier und ja. Und dafür, dass er neu angefangen hat, kennt er die Regeln besser als manch anderer von uns, muss ich sagen. Das war schon gruselig in Bremen. Oder Harald? Ja, weiß ich nicht. Also ich verfolge, was er so schreibt in Discord und so, und ich kann nur sagen, dass Martin auf jeden Fall da sich mit den Weltraumigeln auskennt. Würde ich so behaupten, ja. Weltraumigeln. Ja, das ist so. Also, wir fangen wieder an, ganz easy für euch, Leute. Wir fangen an mit der Basalt und danach gehen wir zu den Carriern und Cruisern, die neu dazugekommen sind, und zum Schluss, wie beim letzten Mal, auch zu den Featuren. Also starten wir direkt, weil wir sonst, wie bei der UCM, keine Punktveränderung, nichts haben. Das ist relativ easy bei den Shaltari, aber die Basalt hat sich geändert, und zwar sind da, wie bei der Seattle, bei der UCM, sind die Minen dazugekommen. Was sagt ihr? Also muss sagen, also ich habe jetzt einmal gegen Minen gespielt. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich glaube, du kannst Minen relativ gut umgehen. Bin da noch ein bisschen zwiegespalten, ob das wirklich viel bringt, besonders weil du deine Fighter-Bomber dafür aufgeben musst, ne? Und auch noch Ja, also 10 Punkte drauf zahlst. Also, ja, genau. Ja. Die sind teuer, aber wie du schon richtig gesagt hast, also die Basalt ist ja der Kreuzer-Carrier von den Shaltari, und die haben wie alle Kreuzer-Carrier jetzt die Option bekommen, statt Fighter-Bomber für 10 Punkte mehr Minen mitzunehmen. Da du ja gegen Minen gespielt hast, hast du uns, glaube ich, tatsächlich schon was voraus, weil ich habe weder mit noch gegen Minen bisher gespielt, kann daher also nicht viel dazu sagen, ob das sich preislich lohnt oder ob sich das lohnt, die Basalt dann mal wieder aus dem Schrank zu holen. Ja, ich glaube, Würde mich freuen, habe ich nämlich. Ich glaube echt, das ist Übungssache und Testwache. Wie gesagt, ich finde sie aktuell nicht so. Es kommt, glaube ich, auch darauf an, wie die Aufstellung ist, was du machen musst. Also ganz nachdem, wie ihr auswürfelt, was ihr, oder wenn ihr die Karte nutzt, was ihr zieht an Missionen. Es hat da auch, glaube ich, sehr viel mit zu tun. Aber wie gesagt, die Minen sind noch in Test. Da kommen auch bestimmt noch ein paar Reviews und Gedanken von uns dazu. Aber naja, Basalt, Punkte gleich geblieben, 10 Punkte drauf für Minen. Hat sich jetzt nicht so viel verändert. Was sich jetzt geändert hat oder ein neues Schiff dazugekommen ist, ist die Messolith, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. 180 Punkte, Supercruiser, Thrust 10, Scan 12, SIG 6, HAL 12, ES 5, KS 4, BS 6, G1, Special Shield 4 Plus, was ja normal bei den Shaltari ist, mit dem Twin, Hyperwave Cannon und Future Carrier. Harald. Ja, da bist du ja direkt angefangen mit mit dem ersten Supercruiser, den die Shaltari bekommen haben. Ja. Ja, was soll man dazu sagen? Also es ist die günstigste Variante. Lass mich mal gucken. Ja, zwar nur um 4 Punkte, aber die günstigste Variante, Features ins Spiel zu bringen. Ja. Und daher glaube ich, dass wir dieses Schiff sehen werden. Weil wir kommen ja später noch zu den Features, und die sind wirklich gut. Auch die Tatsache, dass man im Vergleich zu UCM 2 Feature mitnehmen kann pro Supercruiser oder pro Pocket Battleship. Ja. Das macht die Sache schon sehr interessant. Ich habe tatsächlich mit der Mesolith
oder wie sie heißt, gespielt. Ich hatte 2 Stück gestellt. Das mit dem Crippling zweimal Feuer, das ist schon, wenn du dann mit den beiden Schiffen auf ein Ziel schießt und verteilst da 4-mal Feuer, das hat schon was. Also das ist schon echt übel. Da natürlich wird man das Feuer auch wieder los und wenn man dann halt 4 Feuer drauf hat, ist es dann halt statistisch, dass da 2 gleich sofort wieder weg sind. Aber ja, da erstmal 4 Feuer, die dann nochmal 4 Schaden geben, bevor die weggewürfelt werden können, das ist schon hart. Die Waffe ist neu, oder? Die Waffe ist neu, genau. Das ist eine neue Waffe und die hat vom Standardschaden her, ist ja mal, man hat nur 4 Würfel, 4 Attacken, hat man auf die 3. Ja. Das ist jetzt nicht so super weltberühmt, aber 2 man Damage sucht halt die Energie. genau, man sucht halt die eine 5 und wenn die dabei ist, dann macht das Schiff über alles gesehen schon Schaden. Okay, und würde ich sagen. reiner Front Arc, ne? Das muss man eben einmal kurz dazu Ja, genau. für unsere Front Arc, Zuhörer genau. einmal eben kurz sagen. Genau. Martin, was ist denn dein Eindruck so zu der Insgesamt Missolit? relativ teuer in Punktekosten für das, was es macht. Ich meine, 180 Punkte für einen einzelnen Kreuzer sind schon mal eine harte Nummer. Ja, Die Features müssen ziemlich viel rausreißen bei dem Schiff. ja. Wenn das die Features nicht dabei hätte, wäre das Ding vielleicht 110, 120 Punkte wert um den Dreh, irgendwo so in einem schweren Kreuzerbereich. Aber steht gut, Ja. ne? Mit Hull 12 und Shield 4 plus. Also sie ist jetzt nicht ganz wehrlos, würde ich sagen. Nee, aber selbst bei einem schweren Kreuzer bekommst du 11 Fall und ein 4er Schild für 125 Punkte. Hm. Ja, aber Oder du sogar bekommst zum Beispiel noch kein 115 Base Save. Das stimmt natürlich. Aber gut, der Base Save ist auf 6, das ist jetzt auch nicht die Welt. Du hast recht, die Features müssen es machen, da kommen wir später noch zu, weil ich glaube, die machen es auch. Nichtsdestotrotz ist es halt der billigste Feature Carrier und von daher glaube ich schon, dass man das Schiff sehen wird. Ja. Definitiv. Dann Und auch noch eine Sache dazu. Von den Ja. Kreuzer-Feature-Carriern ist es der einzige mit einer runden Punktzahl. Der andere endet auf 4. Genau. 4 Punkte mehr kostet die Naturalite Supercruiser. Die Werte sind ähnlich, nur eine Waffe hat sie eine andere. Designator Battery Pair ist dabei, aber auch. Disintegrator, genau. Die gibt es aber schon, meine ich. Das Pair. Die Disintegrator-Waffe, Ja. die gibt's schon. Ja, das Genau. ist so die Standardwaffe bei der Schaltari. Oder eine der. Ja, 5 Waffen, die Attacken auf gerne die genommen 3, wird. Volley 2, Reef 1, ne? Aber. Genau. Was sagt ihr zu dem? 4 Punkte mehr? Ist es das wert, die zu nehmen, anstatt die Mesolit? Von der Waffe her ja. Leider geht das in den Listen einfach punktetechnisch zumindest bei mir nicht auf. Die 4 Punkte stören einfach irgendwo. Ja, also die Waffe muss man sagen, die ist schon gut, ne? Also 5 Attacken mit Volley 2, also entweder 2x5 oder 1x10 Angriffe, Würfel, das ist schon gut. Ja. Das kann man so stehen lassen, ja. Und auch wie bei dem Supercruiser vorher, die Mesolit, ein Waffenschiff. Das heißt, auch hier werden wir kein Weapons Free oder so sehen, weil es einfach nicht notwendig ist. Da hat man keinen Benefit von. Das stimmt. Gut, dann noch jemand was zu der oder machen wir dann weiter? Die Waffe, wie wieder der Unwissende. Was wäre denn, also Volley 2 habe ich jetzt verstanden, was wäre Reef 1? Ihr zweites Special von der Waffe? Reef 1 bedeutet, dass Critical Hits, also alle Angriffswürfel, die mehr als 2-mal den Log Value, in diesem Fall 3 haben, sind kritische Treffer und die ignorieren einen Energy Save vom Gegner oder reduzieren den um einen. Reduzieren den um einen, genau. Super. Gut. Alles klar, danke. Dann haben wir die Ruby, die gibt's, da hat sich aber nichts verändert. Richtig. Genauso bei der Sapphire auch nicht. Und dann kommen wir zur Hämatit
Oh Gott. Auch nicht. Auch alt. Klingt aber auch den Namen, ohne Witz. Gut. Klingt fast wie ein Muri. Entschuldigung. Guitit. So, Das ist ja Guitit. nicht unten das Gleiche. Ja, bei der hat sich auch, glaube ich, nichts geändert. Nein. So. Und dann kommen wir zum nächsten neuen Schiff, der Spinell. 225 Punkte, Pocket Battleship. Werte sind, soweit ich das jetzt vergleichen kann, ist ein bisschen langsamer auf 8 Thrust. Aber sonst ist ja 2 Hull mehr. Also wir gehen nochmal durch. Thrust 8, Scan 12, 6, Hull 14. ES 5 plus, KS 4 plus, Basic Safe, also Back Safe 5 plus, gruppentechnisch ein Schiff, Shield 4 plus, damit ist die relativ tanky, finde ich. Und Waffen hat sie die Twin Hyperwave Cannon und die Particle Laser Pair. Und natürlich Future Carrier. Martin, wolltest du mal anfangen? Ja, meiner Meinung nach eines der schwächeren von den neuen Schiffen. Einzig und allein deshalb, weil es relativ teuer ist mit 225 Punkten, Ja. aber gleichzeitig deutliche Probleme hat, beide Waffen einzusetzen. Dazu, das Schiff hat, anders als die Supercruiser, haben die Pocket Battleships meistens 2 Waffensysteme mindestens. Und in diesem Fall halt eins als Front Narrow, also wirklich nur stur geradeaus, und eins als Front. Bedeutet aber, ich kann entweder mit der Front Narrow zielen, wenn ich auf General Quarters gehe, oder ich kann die andere auch einsetzen, wenn ich auf Weapons Free gehe, aber ich kann halt nicht beides gleichzeitig. Und im Endeffekt zahle ich jede Menge Punkte für irgendwas, was ich nicht einsetzen kann. Ja. Wobei ich die Twin Hyperwave Cannon wahrscheinlich noch effektiver finde als die. Gut, die andere macht Core Damage, die andere macht Energy, aber mit Crippling und Crippling zweimal Fire wieder. Ich finde dieses Crippling Fire 2, das darfst du nicht unterschätzen, glaube ich. Ja, also habe ich ja gesagt, wenn man zweimal Feuer macht, ist das nice. Wenn man 4-mal Feuer macht, ist das noch besser. Bei der Partikellanze, die hat ja auch noch Critical 1. Also, ne, die macht ja 2 Schaden Core und dann mit Criticals auf 5, also würde sie dann 3 Core-Schaden pro Treffer machen. Ja. Allerdings würfelt man noch nur 2 Würfel. Ja. Aber ja, das ist schon stattlich. Was man bei den Pocket Battleships noch hat, was auch gut ist ein Base Save von 5. Also, ja. Ich wollte gerade sagen, sie ist sehr tanky, ne? Mit Hull 14, ein Shield von 4 plus und ein Backsave von 5 plus ist sie. Ich finde die schon sehr tanky. Mit einer Opal auf jeden Fall. Ja, da ist sie ja dann noch besser, ja. Das ist schon. Aber gut. Dann machen wir doch mal weiter mit der Pinate. Pinate? Ich weiß nicht, Pinate? Ich weiß nicht, aber ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ist günstiger, 190 Punkte. Pocket Battleship hat dafür jetzt 3 andere Waffen. Natürlich den Designator Battery Pair, dann die Iron Aura und die Iron Storm Waffen. Und natürlich Feature Carrier. Sieht relativ auch wieder. Die ist schon, glaube ich, ein bisschen mehr so auf Angriff getrimmt, so wie sie für mich aussieht, ne? Alleine mit den Waffen. Und sie hat Bombardment, was sehr nice ist, finde ich. Also, die kann auch gut mit nach vorne gehen. Oder das ist auch so ein Schiff, was, glaube ich, auch mit nach vorne gehen will. Harald. Ja, erstmal ist sie zu dem anderen Pocket Battleship natürlich um 35 Punkte günstiger. Das ist schon mal sehr gut. Die Rumpfstats, die sind dieselben und hatte jetzt die Bewaffnung sozusagen von der Jet. Also Shaltari-Spieler würden jetzt, die wissen das, die Jet, das ist ein gern gespieltes Schiff, das ist ein schwerer Kreuzer und der hat im Prinzip die gleiche Bewaffnung. Ich werde sie auf YouTube mal einblenden. Ja,
Genau. Und ja, also dieses Schiff, finde ich, gehört zu den besseren der neuen Schiffe, würde ich sagen. Also speziell die Waffenkombination, die hat sich ja bei der Jet schon bewährt, dass du da die Disintegrator-Batterie hast, wo du dann wieder, hatten wir gerade eben schon vorgestellt, entweder 2x5 Angriffe hast oder 1x10 Angriffe mit Reef. Das ist schon wirklich gut. Dann hat man eine Bombardmentwaffe, was du gesagt hast. Das heißt, man kann vorher ein bisschen aufräumen auf den Dropsites, bevor man da die Feature ablegt. Ähm, was wir gerade nicht gesagt haben, was meiner Meinung nach ein klarer Nachteil ist von den Pocket Battleships, generell, das haben wir bei UCM, glaube ich, auch schon angesprochen, ist die Geschwindigkeit. Also wenn die Ja. Features spät kommen, dann, ja, dann verlieren die sehr doll an Wirkung. Ja. Also die haben einen starken Effekt, aber ja, wenn man den dann erst in ab Runde 3 spielen kann oder im schlimmsten Fall noch später, dann hat man da nicht viel Nutzen von. Und wie Martin schon gesagt hat, die Schiffe sind zum Teil recht teuer. Das bedeutet dann halt, dass man dann viel Geld für etwas bezahlt hat, das man das halbe Spiel lang nicht nutzt. Oder viel Punkte bezahlt hat. Habe ich was Falsches gesagt, Martin? Nö, stimme ich dir absolut zu. Wahrscheinlich das Beste von den neuen Schiffen. Auch einfach deshalb, weil das ganze Konzept an sich schlüssig ist. Es ist ein Schiff, das an die Dropsites muss, um die Features abzusetzen. Richtig. Und da Bombardment dazu packen, macht absolut Sinn. Und es ist auch so, dass es von den Orders, also von den Anweisungen her, Sinn macht. Die Waffen haben alle ein Super Arcs, alles Ja. entweder Armor 360 Grad oder 270 Grad. Heißt, ich kann problemlos sagen, ab in die Mitte damit, Weapons free und ich kann meine volle Punktzahl voll ausschöpfen, jede Runde. Ja, Mhm. Sehe ich genau auch so so, ja. ist es. So, dann kommen wir zum nächsten. 220 Punkte, die Euclase. Werte sind gleich. Die hat die Thermal Laser Cannon Pair als einzige Bewaffnung dabei, ist aber ein Carrier, schmeißt 3 Fighter und Bombers und natürlich Feature Carrier nebenbei auch noch. Ja, das ist so ein Schiff, wenn du ein Feature hast, was du hinten droppen willst, also oder droppen möchtest, wenn du eine Drop-Site relativ nah bei dir hast, in der Zone oder so. Und dann lässt du die in meinen Augen, glaube ich, relativ hinten und willst einfach nur noch launchen. Also sonst kann ich mir das nicht vorstellen, was du sonst mit der willst. Weil bis auf die eine Waffe, die hat Front Narrow und ja, ein Damage, 4 Attacken auf die 2 Plus ist zwar okay, aber das ist im Prinzip ja nur zum Launchen der Fighter oder Bomber. Oder sehe ich das falsch? Nö, das trifft es eigentlich so ziemlich. Waffentechnisch ist es halt ein Hematite Schlachtkreuzer mit der Hälfte weggeschnitten und dafür stattdessen Hangar für 3 Bomber oder Fighter und die Features. Gerade bei dem Schiff hier ist ein großes Problem. Äh, diese Waffe profitiert deutlich davon, je mehr Schuss man abfeuert, wegen Burn-Through. Ja. Für die, die es nicht wissen, Burn-Through bedeutet, jeder Crit reduziert den Energy Save des Gegners um 1, genauso wie Reef. Nur diesmal gilt es nicht nur für diesen einen Schuss, der Crit war, sondern für alle aus dieser Attackenrunde. Heißt gerade mit Burn-Through-Waffen, ich will so viele Würfel schmeißen wie möglich. Und dazu sagen, nee, ich nehme die Hälfte davon weg, ist mehr als die Hälfte des effektiven Schadens weg. Dafür hast du Fusilier 2, das heißt, du willst auf Weapons Free gehen, dann hast du 6 Schuss, ne? Ja, kannst aber nicht Weapons Free, weil das Ding Front Narrow ist. Ja, Ist dann schwierig, genau. schwierig, ja. Aber auch wieder sehr tanky. Es ist übrigens eine Lanze. Was? Wie bitte? Also Thermal Lance, nicht Thermal Laser. Oh, Entschuldigung. Ja, Thermal Lance Cannon Pair. I'm so sorry. Lanze. Allerdings muss man dazu sagen, zu dem Schiff, eine Sache, die das so ein bisschen rausreißt, ist, es ist einer der wenigen Carrier, die Shaltari haben, der tatsächlich Sinn macht, weil, da kommen wir später noch zu mit den Features,
die Features sind so ziemlich die einzige Möglichkeit für Shaltari wirklich massenweise Launch zu haben, um dadurch Der erschwinglich ist. genau und dadurch den Saturation-Effekt zu kriegen. Ja. Heißt, das ist so ein ganz kleines bisschen ein rettendes Argument eventuell für die UClays, dass dann halt noch ein paar Bomber mit mehr kommen. Gut, dann haben wir noch ein Schiff, und zwar die Boracade. Oh Gott, ich tue mich mit den Namen echt schwer, muss ich sagen. 200 probier's mit Punkte. Boracide. Boracide, ja. Orasit. Boracide. 200 Punkte, Werte brauche ich nicht sagen. Waffen, 2 Stück diesmal dabei. Und Feature Carrier. Was sagt ihr für 200 Punkte? Also im Prinzip die wir gerade hatten, nur tauscht ihr jetzt Launch gegen eine zweite Waffe. Ich glaube, der beste Vergleich hier ist tatsächlich die Painite von ein bisschen früher. Die gleiche Disintegrator-Waffe. Mhm. Genau. Allerdings dann bei der zweiten Waffe, ist bei der Boracide das Problem, wieder FN. Kann Ja. ich aber nicht, weil ich Weapons Free machen muss, weil ich 2 Waffen habe, die ich benutzen will. Die Painite ist 10 Punkte günstiger, hat die gleichen Disintegrators und kann tatsächlich die Zusatzwaffen nutzen. Die Boracide ist 10 Punkte teurer und kann die Zusatzwaffe nicht nutzen. Ja gut, wobei du die zweite Waffe bei der Painite natürlich Bombardment ist, ne? Also die dritte. richtet sich, die dritte, ne? Beziehungsweise die Painite hat 3, also Ja. die Disintegrators und die andere ist geteilt, Hälfte Bombardment, Hälfte Close Action. Ja. Aber trotzdem, das ist immerhin ein bisschen was ich nutzen kann, im Vergleich zu etwas, was ich höchstwahrscheinlich vielleicht einmal im ganzen Spiel nutzen kann. Mhm. Und 10 Punkte günstiger. Das ist einfach. Ja, also wie wir es gerade eben auch schon gesagt haben, eine Front-Narrow-Waffe mit Weapons Free ins Spiel zu bringen, ist nicht ganz einfach. Das ist nicht unmöglich, also das kann man schon schaffen, aber ja, wenn der Gegner das partout vermeiden will, dann ist es tatsächlich nicht so einfach. Welches von den Schiffen ist für euch Shaltari-Spieler das interessanteste? Also was meint ihr, was wird man also testen wird man sie alle, da brauchen wir ja nicht drüber reden, jeder wird mal jedes Schiff einmal testen und gucken, wie es wirklich funktioniert. Aber welches Schiff ist so eure Voraussicht nach das, was auf jeden Fall kommen wird und was man spielen wird und was man sehr oft auf dem Tisch sehen wird? Kann ich dir so sagen. Habe ich geklebt, Panit. Stimme ich vollkommen zu. Bin ich gerade dabei, aus dem Gussrahmen zu schneiden. Aber Also, bin definitiv auch die habe eine ich schon Probe gespielt. Also das Ding hat überzeugt. Ja. Muss ich sagen. Ich habe sie bisher nur im TTS ausprobieren können, weil mein Battlecruiser-Satz ist tatsächlich erst gestern angekommen. Aber auch da ist in dem Fall tatsächlich nur in der dritten Runde reingekommen, hat trotzdem noch genug gemacht, um zu überzeugen, dass ich gesagt habe, okay, das Schiff ist die Punkte wert. Ja. Kurze Info für die Zuschauer, warum die Shaltari neuen Battlecruiser so schon da sind. Die Shaltari waren eigentlich die ersten, die Features bekommen haben. Wir haben nur mit der ersten Folge mit den UCM angefangen, weil sie da gerade rausgekommen sind und wir einfach mehr UCM-Spieler haben. Und deswegen holen wir die Shaltari jetzt nach. Weil du UCM-Spieler bist. Ja, komm, du hast alles. Ja, also ganz ehrlich, bei dir brauche ich ja gar nicht fragen, was, du hast sie alle. Ja, das stimmt ja nicht ganz. Alles habe ich nicht. Aber du hast recht. So, Ich nähere mich dem Sammlerdasein. Der vollkommenen Macht, alles zu besitzen. Und das Schlimme ist, fast alles angemalt, Leute. Das ist einfach grausam. Es ist, schäm dich, Harald, schäm dich. Nee, es ist noch nicht alles angemalt. Gut, kommen wir zu den Features. Wir haben 3 an der Zahl. Und ja, komischerweise haben die nicht so wirkliche Namen, habe ich so den Eindruck. Doch,
Stellar Gate heißt das erste. Ja, stimmt. Ja, das ist der Typ. Stellar Gate. Ne? Gut. Dann Ja. erklär uns noch mal Stellar Gate, Harald. Da fangen wir gleich mit dem größten Brocken an. Also das Stellar Gate kann, wie alle Features, wird das auf eine Drop-Site abgeworfen, Stadt oder Space Station. Und auf der Stadt verleiht das dann der Stadt die Gate-Ship-Fähigkeit. Das ist die Fähigkeit, mit der die Schaltari droppen. Und man ist damit dann in der Lage, ohne Void Gates, was bisher der Weg war für Schaltari, Bataillone zu den Dropsites zu bringen, auf den Dropsites zu droppen. Das ist aber noch nicht alles. Als zweite Fähigkeit hat das Stellar Gate, dass es ein Bataillon pro Runde erzeugt, aus sich selbst heraus. Und die dritte Fähigkeit ist von dem Stellar Gate, dass es 2 Fighter oder Bomber verschicken kann pro Runde. So, und das ist schon wirklich, wirklich stark, diese 3 Sachen, auch kombiniert. Ich finde, die Das, ist richtig heavy, ne? Also wenn man ja, sich das das ist so anhört, richtig gut. ist das schon richtig Man muss assi. dazu sagen, die Schaltari, die haben vor diesen Features haben die aber auch an 2 Sachen stark gekränkelt. Zum einen ist das die Unfähigkeit, Space Stations einzunehmen. Oder was heißt unfähig? Natürlich konnte man da hinfliegen mit seinen Void Gates und da Bataillone drauf landen, aber da die Void Gates dann natürlich nicht in die Atmosphäre abgetaucht sind und die nur 2 Hull haben und ohnehin einen sehr schlechten Rüstungswurf, waren die Void Gates im Nu weggeschossen. Sodass Space Stations für Schaltari immer eigentlich so gut wie nicht einzunehmen oder zu halten waren, sodass man die zerstören musste, damit der andere dann nicht punkten kann. Ja. Das ist hiermit natürlich jetzt weg. Wenn du da sowas drauf hast, dann kann man die natürlich noch wegbomben oder wegschießen, die Features, das kann man. Mhm. Aber man kann halt nicht einfach so den Drop so super einfach verhindern, wie das bisher der Fall war. Ja. Das war die eine Sache, an der die Schaltari gekränkelt haben. Und die andere Sache, was wir gerade eben schon ein bisschen angesprochen haben, mit dem Carrier Battlecruiser, Carrier Pocket Battleship. Schaltari bezahlt sehr, sehr viel Punkte für Bomber oder Fighter. Sehr, sehr viel. Also am meisten von allen Fraktionen. Und das hat sich jetzt mit diesem Feature geändert. Aber dafür tun die auch am meisten weh, finde ich, von allen. Obwohl. Was meinst du, die Bomber? Ja. Es geht. Also die UCM-Bomber, die sind ja auch nicht Ja, ohne. die sind- Und Biofighter und Scorch-Bomber sind, also das würde ich jetzt nicht so sagen. Ja. Die Reichweite mit 13 Zoll ist natürlich nice, aber dann hat man ohne irgendwelche Specials 2 Schuss auf die 3. Ja. Was wäre das? Ist das UCM-Äquivalent? Boah, warte. Kann ich dir sofort sagen? Das Bomber ist 10 Zoll, 2 auf die 3. Nur statt Energie haben wir Kinetik, während du bei den Schaltari natürlich Energie hast. Ne? Energie, ja. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt zu dem Stellar Gate und wahrscheinlich genug vergessen, sodass Martin da noch drauf einsteigen kann. Halt komm, die ist schon heavy. Die ist schon, Ja, die ist krass. Ja. Die ist schon man sehr muss krass. dazu auch sagen, jedes von diesen Stellar Gates, nochmal als Erinnerung, man kann pro Feature Carrier bei den Schaltari 2 Features mitnehmen, anders als bei den UCM. Allerdings, wie vorhin, wo wir schon über die Punkte bei der Mesolite gesprochen haben, jedes von diesen einzelnen Features muss circa 30 bis 35 Punkte wert sein. Ansonsten sind es die Schiffe auch nicht wert. Ja. Weil die Schiffe an sich einfach nicht genug reißen, um die Punkte rauszuholen. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mal den höheren Wert nehme, 35 Punkte, dafür Launch 2, Gate Ship 1 und ein kostenloses Bataillon. Dazu kommt noch, wenn man mehrere Stellar Gates hat, auf einer Dropsite oder auf einer Space Station, kriegt man trotzdem nur einen.
Das ist der Mhm. Maximalwert von den freien Bataillonen. Wobei ich ja, wie Ist gesagt, für 35 Punkte eigentlich okay. wobei ich jetzt ja sagen muss, die Allerdings. Schiffe der UCM sind jetzt nicht wesentlich günstiger, ne? Ja, aber wenn du mal vergleichst, was zum Beispiel die UCM Supercruiser an Schaden rausschmeißen können im Vergleich zu den Shaltari-Schiffen, das ist einfach, sagen wir mal, der Gesamtwert ist gleich, ja, aber es Ja. verteilt sich halt anders. Bei den Ja, ja. Shaltari gehen irgendwo 35-40% des Budgets für die Features drauf. Bei den UCM sind es vielleicht 15%. Ja. Wobei ihr natürlich, so muss ich ja sagen, die Shaltari auch tankiger sind, ne? Also mit dem Shield 4, sowas Wenn du einen besitzt. Shield Booster hast, ja. Du hast Dem, ja dem kann ich allgemein zustimmen. Shield, die haben ja ein Shield 4 Plus. So. Ja, aber mit einem Booster hast du 3+. Ja, so. Und da wird's UCM dann hat sowas langsam, gar nicht. Ja, dann wird es langsam lustig. ja. Naja, kommen wir mal zum zweiten. Oder habt ihr noch was? Eins noch bei der, ich Stellar meine, Gate? das können wir auch beim zweiten sagen, aber eins noch, was man dazu sagen muss. Ja. Die Shaltari-Features werden schon bei 3 Treffern entfernt oder 3 Bataillonen, nicht bei 4 wie bei UCM. Ja. Was dazu führt, dass die durchaus mit einem Bombardmentangriff weg sind. Also 3 ist tatsächlich sehr viel leichter, 3 Schaden sehr viel leichter zu erreichen als 4 Schaden. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir völlig recht. So, nächster. Martin, wolltest du mal anfangen? Jo, das nächste wäre der Electro-Surge Taurus. Vom Prinzip her ähnlich wie der Stellar Gate. Wird auf eine Dropsite abgeworfen, verleiht der Dropsite einen etwas besseren Rüstungssave als normal. 4+4+ statt 5+5+. Anders als das Stellar Gate kriegt man nicht die ganzen Extra-Funktionen, sondern eine einzige Waffe, die man dann während der Dropsite-Phase nutzen kann. An sich vom Schaden her nicht großartig erwähnenswert. 3 Schuss, Log 2, ein Energy-Schaden. Das Besondere hier dran ist, das Ding hat Escape Velocity, trifft also auch Schiffe im Orbit einwandfrei. Und der wirklich große Selling Point von dem Ding hier ist einfach Status. Ja. Heißt, ich brauche nur treffen, ich brauche nicht mal Schaden anrichten. Das Ziel kann alles mit seinem Rüstungswurf abblocken. Ich kann trotzdem sagen, nö, du hast jetzt Navigation offline oder du hast Scanner offline oder du hast Defenses offline, damit meine anderen leichter Schaden anrichten. Und einfach 2 von diesen Waffen mitnehmen zu können und die getrennt von Schiffen verwenden zu können. Und dazu kommt noch, das ist einzigartig für diese Electro-Surge Taurus. Die Statuseffekte, die angerichtet werden, halten 2 Runden an, statt normal einer. Also die sind auch nicht schlecht. Wenn wir nur die Electro-Surge Taurus hätten, wäre trotzdem ein gutes Feature. Gibt halt die Stellar Gates, die so ein bisschen den Platz wegnehmen. Hm. Ja. Also man wird eher Das- die Stellar Gates sehen als das Ding, meinst du? Ja. Aber ich hab die Stellar Gates und die Electro Surge Taurus beide ausprobiert. Und ich war von denen eigentlich, was heißt nicht überzeugt, ist das falsche Wort. Aber die haben nicht so voll reingehauen. Das war mein Eindruck. Und dann habe ich mit meinem Gegner, habe ich da noch ein bisschen drüber gesprochen nach dem Spiel und er meinte, die Dinger sind die Pest. Also mein Eindruck war, dass die gar nicht so gut sind, aber du machst dadurch natürlich dem Gegner sehr das Leben schwer. Ich hatte in der Center Drop Site hatte ich davon 2 Stück. Und die würfelst du dann ja einzeln. Ja. Das heißt, beim ersten Mal gibst du Defense offline dem Schiff und beim zweiten Mal kannst du dann schon das Schiff angreifen also dass es schwieriger den Schaden verteidigen kann. Und dann gibst du das, je nachdem, was dir nutzt, zum Beispiel, wenn die Schiffe viel Nahkampfwaffen haben, dann gibst du ja gerne, Scanner offline, dann geht ja die Scanner-Reichweite auf 1, sodass sie quasi ihre Close-Action-Waffen nicht mehr abfeuern können, weil 1 Zoll, das ist ja meist schon
Das ist ja schon meist, ist die Base breiter, als dass man da noch ein Schiff in die Reichweite kriegt, was man ja haben müsste für die Nahkampfwaffen. Damit kann man also die Nahkampfwaffen ausschalten mit Scanner offline. Also mein Gegner fand die Dinger sehr, sehr lästig. Trotzdem hat er beim Bombardment natürlich als erstes die Stellar Gates rausgenommen und nicht die Electro Surge Taurus. Ja, weil die halt viel mehr können, ne? Ja. So, die sind Ja, einfach und weil er effektiver. voll auf Bomber gegangen ist, sodass ich keine Fighter mehr spucken konnte. Ja. Gut. Dann haben wir noch eins, und das ist der World Strider. Ja, den habe ich bisher noch nicht probiert. Ich denke mal, dass der seine Berechtigung noch kriegen wird, weil das ist ein Feature speziell gegen Feature. Wenn man dieses Feature aktiviert, dann kann man einen Würfel würfeln und bei einer 3 plus, also 66%, 2/3 Chance, wird das gegnerische Feature einfach entfernt. Ja. Das ist schon der ganze Trick bei dem guten Ding. Ich glaube, das Wenn Ding auf ist dem gar nicht so gegnerischen verkehrt, ne? Feature, genau, also ja, wenn wir mehr Features sehen Ja. in den Spielen und wir werden mehr Features sehen, Oh ja. dann wird dieses Teil dann auch nützlich werden. Bisher haben wir ja nur die UCM, die auch Features haben. Ja, okay, und Biophizer, die können ja noch den Geni Tower droppen. Mhm. Aber es kriegen ja alle Fraktionen jetzt nach und nach Features und dann denke Ja. ich, wird dieses Ding in seiner Nützlichkeit sehr stark zunehmen und ich denke, man wird das dann auch wohl auch durchaus auf dem Spielfeld sehen. Martin? Zumal man ja ohnehin pro Carrier 2 Features mitnehmen darf. Ja. Oh, prinzipiell schließe ich mich an. Was mich so ein bisschen skeptisch macht, ist halt einmal die Würfelei an der Sache. Ja, es ist ein Würfelspiel im Prinzip, was wir spielen, aber es ist einfach zu viele Sachen, die zusammenkommen müssen bei dem World Strider. Ich muss erstmal einen Feature Carrier haben. Ich muss dieses Feature vorher auswählen, vor dem Spiel, oder zum Start des Spiels. Dann muss ich das Schiff zu einer Dropsite bringen, wo mein Gegner ein Feature draufgesetzt hat. Angenommen, der hat überhaupt Features. Dann muss ich entsprechend würfeln, ob ich das Feature überhaupt wegkriege oder nicht. Und dann muss ich zusätzlich nochmal einen Würfel würfeln, um zu gucken, ob ich danach den World Strider behalten darf oder nicht. Ob er dabei Heißt, kaputt das geht, ist genau. einfach zu viel Chance auf Chance auf Chance auf Chance für mich. Und da Aber das mit dem Kaputtgehen, lese ich das falsch oder wird das nur gewürfelt, wenn gegnerische Bataillone auf dem gegnerischen Feature sind? ja, nur dann. Nur dann. Das heißt, die Bataillone erwehren sich des World Striders und versuchen ihn kaputt zu machen. Ja. Genau. Und auf einer 5 schaffen die das. Ja. Nee, auf eine 5 behältst du ihn. Ja. Ach so, Heißt, dann schaffen die das ja so gut 2/3 wie immer. Chance, dass er kaputt geht. Ja, dann schaffen die das ja so gut wie immer. Ja. Ist der dann noch, wenn du den einsetzt und da sind Bataillone drauf, hast du dann noch die Chance, das Feature zu zerstören? Oder ist dann einfach der Angriff fehlgeschlagen und du nimmst ihn aus dem Spiel? Nee, das Feature ist platt, die Bataillone sind weg. Nur wenn. Aber dann es kann sein, dass dabei der World Strider mit drauf geht. Genau. okay. Ja. Weil sonst wäre es ja wirklich Sonst wäre es eine sinnvoll. knallharte Bestrafung. Genau. Oder fällt was runter, wir schießen jetzt drauf, haha, wir haben es kaputt gemacht, alles bleibt beim Alten. Das wäre so ein bisschen, das wären verschwendete Punkte. Oh, Definitiv. das auf jeden Fall. Und bei Punkten sind wir eigentlich gerade bei dem kritischen Thema, bei den Features. Meiner Meinung nach sind die nicht alle die gleichen Punkte wert. Nee. Das Stellar Gate ist um Meilen vor den anderen beiden. Die Frage ist ja noch, wir sind ja im Prinzip in der Anfangsphase der Features, da werden bestimmt auch noch die ein oder anderen, wie sagt man hier, Dings kommen, Anpassungen. Und Gehe ich von vielleicht aus. werden die
auch irgendwann Punkte kosten. Vielleicht sagen die auch irgendwann, Leute, das ist cool, das war eine geile Idee, aber wir müssen dafür irgendwie Punktekosten nehmen oder ne, oder die sagen, wenn du das Feature nehmen willst, dann kostet das plus die Punkte. Wenn du das Feature nehmen willst, dann kostet es keine Punkte mehr. Vielleicht werden sie sich irgendwann anpassen, wenn alle Features da sind. Wie gesagt, es fehlen immer noch 3 Fraktionen, wo es erstmal rauskommen muss. 4 sogar, oder? 4, stimmt, 4, Entschuldigung, 4. Wir Ja. haben ja 6 Fraktionen, ja. Wobei jetzt ist mir gerade noch was aufgefallen, und zwar bei den Minen. Wir spulen nochmal im Prinzip ganz am Anfang zurück. Wir haben ja ein Schiff, was Minen schmeißen kann. Was ich jetzt gesehen habe, noch ganz kurz, die Shaltari haben ja 2 Arten von Minen. Ja. Kann das, also Also die sprich, Basalt, die legt aber die normalen Minen. Die Impelminen, die kann man über eine Admiralsfähigkeit ins Spiel bringen. okay. Siehst du, das war jetzt nochmal schnell meine Frage. Stefan, Schande über dein Haupt, das wäre eigentlich deine Frage. Dazu aber, die Admiralsfähigkeit funktioniert nicht mit der Basalt. Heißt, man kann nicht eine Basalt nehmen und die Admiralsfähigkeit und sagt, ich schmeiß 2 normale und eine Impelmine raus. Ja, Das funktioniert leider nicht. Genau. kostet 1 Punkt und dann kann man eine Impelmine setzen. Ja, Gut. muss aber mindestens Battlecruiser oder größer sein. Ist die Basalt nicht. Also, Ja. Stefan, dein Wort zum Sonntag? Ja, das ist wieder, da musste, also ich als Nicht-Dropfleet-Spieler würde sagen, da muss man schon im Noch. System drin sein, um Shaltari vernünftig spielen zu können. Das ist so, was ich jetzt da so mitnehme und was ich auch gesehen habe. Also das ist nicht das Dropfleet an sich ist sowieso kein Pick-up-and-Play, aber die Shaltari sind nochmal eine Stufe höher. Da musst du dann schon vorher dir überlegen, was du überhaupt machen willst und in der Taktik reingehen und arbeitest auf deinen Alpha-Strike hin oder sowas. Und das ist so, ja, ist bestimmt interessant. Ob es was für mich wäre, keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall nicht damit anfangen. Wobei ich ja sagen muss, genau das, was du sagst. Ich glaube, die Shaltari sind keine Fraktion, keine Anfängerfraktion. Also ich weiß nicht, ob Harald oder Martin mir da recht geben, aber in meinen Augen, klar, im Prinzip hast du viele Fraktionen, die sind schwer und jeder muss sich irgendwo reinspielen, aber ich glaube, um die richtig verstehen zu können und spielen zu können, brauchst du erstmal irgendwie ein bisschen was anderes, um überhaupt ins Spiel reinzukommen, bevor du mit denen richtig durchstartest. Ich glaube, die Shaltari sind mit einer der heftigsten Fraktionen, aber man muss sie spielen können. Das ist nicht so einfach wie bei der UCM. Die UCM ist ja sehr. Ich mache sie ja immer gerne schlecht, auch wenn ich sie spiele, sage immer, die sind gar nicht so gut, aber im Endeffekt hauen sie dann doch ordentlich rein und kommen im Late Game kommen die ziemlich gut rüber. Und bei den Shaltari ist es meine Meinung. Und wir werden auch noch mal zu jeder Fraktion mal so ein How to Start, glaube ich, besprechen. Wie jeder so mit der Fraktion starten würde. Aber ich glaube, Shaltari ist so ein Ding, da musst du schon ein bisschen Erfahrung haben. Ich weiß nicht, ob Martin oder Harald mir da jetzt noch recht geben. da ich mit Shaltari angefangen habe, kann ich dir da irgendwo schlecht recht geben. Aber ich sehe schon von woher du da kommst. Und ja, ich stimme dir auch so ein bisschen zu. Shaltari profitieren extrem davon, wenn du nicht nur deine eigenen Schiffe kennst, sondern ganz grob, ohne jedes Mal dein Gegenüber fragen zu müssen, hey, was macht das Schiff, ganz grob weißt, okay, was sind so die Reichweiten, was sind die Geschwindigkeiten und so weiter von allem, was da irgendwo auf dem Tisch rumsteht. Ja, das stimmt schon. Man muss schon ein bisschen in der Materie drin sein. Man muss nicht nur die Shaltari kennen. Ja, sonst würde Aber ich sagen. Stefan, Ja, dann überzeugen wir dich ja vielleicht mit der nächsten Fraktion. was soll In der denn als nächsten nächstes Folge. kommen? Das wissen wir nicht. Das ist tatsächlich, also die Gerüchte gehen ja Richtung PHR. PHR oder Aber ich Scorch. denke mal, das werden wir in 2 Wochen sehen. Ja. PHR wäre ja, um es mal auf Englisch zu sagen, right up my alley. Ne, das ist so
meine Go-To-Fraktion bei Drop Zone und dann kann ich bei Drop Fleet mich da ja mal so ein bisschen einlesen. Ja, Vielleicht kann ich ja dann die Features erklären und ihr verbessert mich. Ja, wie gesagt, bei den PHI ist so meine Fraktion, wo ich gerade als Zweitfraktion so ein bisschen liebäugel, ne? Muss ich ja sagen. Das sind Weil die aber mir von Gerüchte, Anfang ne? an Ich vom kann dir Design jetzt nichts gefallen. versprechen. Aber ich kann es noch nicht versprechen. Ich werde da noch ein bisschen drüber nachdenken. Was ich definitiv ausschließen kann, ist, dass es Shaltari wird. Also ich glaube, dann würde ich eher zu Scorch gehen als zu Shaltari. Weil das ist auch, wisst ihr auch selber, ich mal's gerne und das sind mir zu viele kleine Punkte. Da würde ich irgendwann wahnsinnig werden. Da würde ich ja pro Schiff 3 Wochen brauchen, nur um die ganzen kleinen Punkte anzumalen. Das ist dann aber, ja, da ist jeder so ein bisschen anders, glaub, aber das ich bin da ja Trockenbürsten- so, das weißt du ja auch. Oder würde ich abrasten. Ja. Aber gut, dann würde ich sagen, soll es das hier gewesen sein, liebe Zuhörer. Vielen, vielen Dank wieder fürs Reinschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Also Daumen nach oben, Abo da lassen, wenn ihr mehr Liken von nicht vergessen. liken, genau. Genau. Wenn ihr mehr von Drops Fleet, Drop Zone Commander. Irgendwann kommen wir auch nochmal zu Drop Zone Commander. Momentan kommt ganz viel für Drop Fleet Commander, deswegen sind wir da gerade ein bisschen mehr up to date. Aber ja, Stefan und ich gehen auch noch in die Richtung mit Drop Zone Commander. Also macht euch da keine Sorgen, aber aktuell ist Drop Fleet gerade so ein bisschen das, was kommt. Und darüber müssen wir sprechen. Und ja, wir werden alles so ein bisschen abdecken. Wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sind raus und wir sehen uns in der nächsten Folge. Adieu. Bis dann. Ciao. Tschüss.